Halleluja. Das sieht genau nach dem aus, weshalb ich hingekommen bin. Ägypter Kushari Challenge. Let's go. Damit herzlich willkommen zurück auf unserem Hauptkanal Big M und damit steht natürlich eine neue Challenge an. Wir sind in Dortmund beim Ägypter. Das heißt, ich wurde tatsächlich eingeladen vom Ägypter in Dortmund hier Kushari zu testen. Kushari soll eine ägyptische Nationalgericht sein, ne, so wie man sagt, und tatsächlich besteht die Grundlage aus Reis. Dann kommen Linsen dazu und Makaronis und dann noch ein paar, ich sag mal, Toppings dazu. Sollte ich das Ganze schaffen, es wird wahrscheinlich eine Herausforderung von 6 bis 7 Kilo werden, Kushari. Dann bekomme ich 50 Euro. Ob ich das Ganze schaffe, das werden wir natürlich heute sehen und was ich mit den 50 Euro anstelle, vielleicht noch im Nachhinein. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit den ersten Einblicken. Ich habe Hunger und dann starten wir in die legendäre beim Ägypter Kushari Challenge. Halleluja. Das sieht genau nach dem aus, weshalb ich hingekommen bin. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Wow. Also Leute, habe ich euch zu viel versprochen? Wir sind vom Ägypter eingeladen worden und jetzt haben wir hier eine sagen und schreibe 6 Kilo Kushari-Pfanne vor uns. Grundlage, wie ich gehört habe, ist halt der Reis. Ist tatsächlich so ähnlich wie persischer Reis. Ne? Da ist zusätzlich Zimt mit dabei. Ich habe es schon gerochen. Es sieht einfach nur geisteskrank aus. Ne? Ich würde sagen, wir bereiten uns vor und dann starten wir mit der epischen Ägypter Kushari Challenge. So Leute, unsere Stoppuhr ist parat und dann würde ich sagen, auf geht's in die legendäre 6 Kilo Ägypter Kushari Challenge. Let's go! So Leute, dann würde ich sagen, starten wir. Wir haben jetzt hier, ich sag mal, 4 verschiedene Toppings. Kushari gibt es natürlich, ich sag mal, die Grundlage Reis, habe ich ja vorhin eben erzählt. Und dann gibt es einmal, ich sag mal, Garnelen haben wir hier. Ne? Also wir haben das Ganze gefüttelt. Dann sehen wir hier einmal Rindfleisch. Das Ganze, boah, ist eingelegt mit Paprika, Zwiebeln. Dann Hackfleisch und tatsächlich hier Hähnchen. Und in der Mitte gibt es noch, ich sag mal, die 5. Variante. Das hatten wir erstmal weniger genommen, ist die vegane. Ich weiß gar nicht, was die Grundlage von dem Veganen jetzt ist. Das sieht auf jeden Fall mit Kichererbsen und sowas alles aus. Probieren wir als ersten. Oh, Kidneybohnen sehe ich schon. Boah, schmeckt das geil. Boah, es ist richtig heiß, aber es schmeckt richtig geil, ne? Boah, Halleluja. Was man auf jeden Fall auch schmeckt, ist tatsächlich, ich sag mal, den Reis mit dem Zimt. Wow. Mega lecker. Probieren das Ganze mal jetzt hier mit Hähnchen. Also das definitiv als Soßen haben wir hier nur mit dabei die Knoblauchsoße. Die kann man sich noch optional drüber machen. Und wir haben noch ein bisschen Spicy genommen. Deswegen würde ich sagen, probieren wir das Ganze jetzt noch mal mit den Soßen. Also die Soßen gehören definitiv mit dazu. Ich denke mal, da kloppen wir uns nachher noch was drüber. Hähnchen top schon mal. Dann haben wir das Ganze hier mit Garnelen. Probieren wir mal die Garnele. Boah. Ich liebe ja Reis mit Garnele. Ne? Ihr könnt ja gerne mal schreiben, wie es bei euch aussieht. Aber Reisgarnele passt für mich schon fast besser als Hähnchen. Wobei Hähnchen geht halt immer. Ne? Dann, seht ihr hier, haben wir hier richtig schön, ich sag mal, das Rindfleisch mit dazu. Ne? Boah. Unnormal geil. Richtig schön so eingelegte Paprika mit dabei. Hat man natürlich so einen richtig geilen Geschmack. Rote, gelbe Paprika. Alter, das schmeckt top. Alter, das Rindfleisch ist top. Richtig geil. Und dann haben wir noch hier auf der letzten Sache nochmal mit Hackfleisch. Tatsächlich hier Hackfleisch mit Jalapenos. Es wird scharf. Ich glaube tatsächlich bisher wäre meine Rindfleisch bzw. die Rindfleischvariante meine Favorite. Wie es nach 6 Kilo aussieht, das sage ich euch.
Und wie gesagt, ihr könnt ja tatsächlich auch beim Gewinnspiel mitmachen, könnt ihr die Gutscheine gewinnen. Und wenn wir das Ganze aufbekommen, bekommen wir 50 € dann noch dazu. Vielleicht verlosen wir das ja auch noch am Ende. Aber ich würde sagen, let's go. Wir gehen rein und legen jetzt so richtig los. Ja, Leute, kein Scheiß, ne? Das mit dem Rindfleisch, ich bleib dabei, das ist definitiv mein Favorite, weil es so saftig ist mit der Paprika und allem drum und dran, ne? Dazu das, ich sag mal, mit der Knoblauchsoße. Also es ist wirklich für mich, ich habe es noch nie gegessen, aber definitiv eine Sache, die könnte ich tagtäglich essen, wirklich, ne, weil es so lecker ist. Also ich muss tatsächlich sagen, bei dem Gericht kommen viele Komponenten zusammen, die mir persönlich sehr gut gefallen und ich glaube ich auch wirklich in meinen Alltag integrieren könnte. Fleisch, dann natürlich auch dementsprechend Reis als Grundlage und richtig, richtig viel Zimt. Aber möglicherweise wird uns das am Ende vielleicht noch einen kleinen Strich durch die Rechnung machen. Wir haben schon gut was geschafft, ne? Muss man schon sagen. Aber es ist unnormal viel. Also es ist so viel, ne? Diese 6 Kilo, gehen nicht mal eben. Und ich merke auch irgendwie, dass mir zwischendurch immer mal was in der Speiseröhre steckt. Der Vorteil ist wirklich, dass es immer noch schön warm ist, ne? Dadurch, dass alles schön verteilt ist. Und auch echt, ich sag mal, sehr saftig dazu. Hab mir hier und da tatsächlich mittlerweile mal sowas kombiniert, ne? Dass man sagt, man nimmt eine Garnele mit Hähnchen oder auch mit dem Hackfleisch, weil da die Paprikas dazu sind. Also, mir geht's noch gut, ne? Aber es ist echt ein Riesending, ne? Also es ist brachial. Ich konnte schon immer so viel essen. Ich irgendwie schon immer, als Kind bin ich fett geworden und konnte schon immer so viel essen. Nur ich wusste nie meine Grenzen und seitdem ich die Videos angefangen habe, versuche ich sag mal, an die Grenzen zu kommen. Flitzer, komm wie beim Fußball, Flitzer. Wie lange isst du danach nichts mehr? 24 Stunden. Ich faste. 24 Stunden. Morgen Iftar, wirklich bei mir. Wie heißt du auf TikTok? Big M Eats. Genau, Big M Eats Food. Boah, keine Ahnung, Alter. Kannst du so sagen, ne? Wie viel hat 2,5 Kilo Reis? Also 2,5 Kilo Reis? Muss man mal einmischen. So von Pfanne würde ich sagen, Also ich würde nicht so viel sagen wie bei Loco Chicken, so 16.000. Ich würde jetzt so 10. 6 Kilogramm Reis haben 7.800 Kalorien, schreibt da keiner rein. Boah, okay, krass. Gut, dann noch Dann sind wir auf jeden Fall und so, ja. weit über 10.000 dann. Es wird immer schwieriger. Das Ding ist so, dass wir jetzt, ich weiß nicht die Zeit, ich glaube ungefähr jetzt eine halbe Stunde oder so, etwas vielleicht mehr. Das Kauen wird natürlich immer schwieriger, ne? Jetzt gerade auch so bei dem Hähnchen, was vorne lag, da merkt man natürlich, dass das auch eher abkühlt, ne? Deswegen lasse ich mir gerade, ich sag mal, hier so die Seite so ein bisschen offen oder fülle das da, weil ich habe das hier immer so ein bisschen die Hand drunter und tatsächlich ist es dann noch schön warm, ne? Das merke ich, weil das, ich sag mal, auch durch dieses Rindfleisch, was halt eingelegt ist mit dem Paprika, auch, glaube ich, einfach ein bisschen länger warm hält. Ein bisschen saftiger dazu, deswegen habe ich so die Hoffnung, dass ich, sag mal, das immer so ein bisschen mit dazu nehmen oder gerade am Ende vielleicht nochmal, ich will nicht sagen leichter wird, aber vielleicht doch noch angenehmer, als wenn bis zum letzten das Hähnchen ruhig bleibt. Bin natürlich auch noch nicht bei 100% fit, ne? Viel fitter als jetzt die letzten Tage, aber ja, wir geben unser Bestes und versuchen es weiter, ne? Die meisten von euch wissen ja, und man hört es vielleicht auch noch an der Stimme, die aktuell spricht. Ich bin natürlich immer noch nicht bei 100% und war in den letzten Wochen ziemlich hart angeschlagen. Natürlich spielt das auch immer wieder eine Rolle, wenn man nicht bei 100% ist. Und auch Tagesform ist das Ganze natürlich auch manchmal. Aber wir geben weiter unser Bestes, denn noch bin ich optimistisch. Aber vielleicht gibt es noch die ein oder andere Sache, die man nicht bedenkt, die vielleicht gleich einschlägt. Ich tue mal wieder jetzt so ein bisschen, ich sag mal, Knoblauchsoße oben drüber. Ich weiß nicht, ob es gut oder schlecht ist, aber für den Geschmack ist es nicht schlecht. Aber Leute, ne, wir essen jetzt fast 55 Minuten. Ich komme mit dem Kauen nicht hinterher. Ne? Also das ist halt wirklich Wahnsinn. Ich glaube, das könnte jetzt wirklich so das Einzige sein, wo ich nachher sage, es geht nicht mehr, weil ich einfach nicht mit dem Kauen hinterherkomme. Ne? Also, weil es, ich sag mal, dann doch so schwierig ist, dauerhaft
eine Stunde zu kauen, die Kaumuskeln tun schon weh. Also ich mache auch nichts dafür, um jetzt irgendwie andersweise dafür zu trainieren. Ich setze mich einfach nur und esse. Für alle, die glauben, ich mache das professionell oder trainiere dafür, mache ich nicht. Und deswegen kommen dann immer so, ich sag mal, so Sachen wie jetzt auf das erste Mal oder immer so Sachen, wo man einem vielleicht nicht dran denkt, damit dazu. Aber tja, mal schauen, ne, was draus so geht. Weißt du, was das, glaube ich, ist, weil ich mittlerweile glaube? Der Zimt. Wenn du doch so Zimt zu viel im Mund hast, kann man den gar nicht runterschlucken. Dann kriegst du auch keine Luft und so. Ich glaube, dass auf der Masse Zimt ist das schwieriger zu kauen. Leute, wisst ihr, was mir gerade eingefallen ist? Ich glaube, warum ich einfach mich schwer tue mit dem Kauen und mit dem Runterschlucken. Da ist ja Zimt drin. Und für viele, die mal versucht haben, ich sag mal, Zimt massiv in den Mund zu nehmen und das runterzuschlucken oder so, das funktioniert nicht. Und ich glaube tatsächlich, dass ich mittlerweile das Gefühl habe, dass das Kauen und Runterschlucken mir so schwer fällt, aufgrund der Masse des Zimt, die da drin ist. Also das ist einfach so vielleicht eine Erklärung, die ich gerade suche, gefunden habe. Keine Ahnung, weil mein Magen geht's top. Also da ist noch, ich sag mal, wirklich Kapazität, aber ich krieg's einfach nicht runter, ne? Also, keine Ahnung. Wir haben jetzt gesagt, wir sind jetzt bei einer Stunde 15 angekommen. Normalerweise haben wir ja immer so die magische Stunde. Und ich kriege es vom Kauen ja kaum noch runter, ohne was zu trinken. Und dann macht es mir auch keinen Spaß mehr, ne? Weil macht es tatsächlich, weil es mir hauptsächlich Spaß macht. Aber das macht keinen Spaß, wenn ich es nicht runtergekaut kriege. Auch wenn es immer noch schmeckt, sage ich ganz ehrlich. Und auch vom Magen her definitiv Platz ist. Aber ich kriege es nicht runter. Wie gesagt, ich kann mir wirklich vorstellen, dass der Zimt so ein bisschen vielleicht damit eine Rolle spielt. Aber keine Ahnung. Wir haben jetzt gesagt, wir machen jetzt noch bis Stunde 30. Mal schauen, was da noch so geht, ne? Und dann ist halt Ende. Wird der Rest halt eingepackt, ist halt einfach so. Aber ja, versuchen wir mal unser Bestes. Wie gesagt, vielleicht kommt noch mal so ein zweiter Kaumuskel oder so, keine Ahnung, weiß man ja nicht. Aber die Viertelstunde, die geben wir uns jetzt noch. Es geht also in die letzte Runde. Wir geben nochmal ordentlich Gas, denn am Ende geht nochmal immer viel, was runtergeht. Vor allem mit dann viel trinken. Jetzt geht's los, die letzte Viertelstunde, die letzte Kuchari-Reise. So Leute, damit haben wir die 1 Stunde 30 erreicht und ja, wie gesagt, also es ist noch ein bisschen was da, brauchen wir nicht überreden. Ich glaube, ich würde jetzt bestimmt noch 45 Minuten dafür brauchen, vielleicht eine Stunde, um das aufzubekommen. Aber ich merke halt wirklich, wie trocken der Mund einfach ist, ne? Es kann wirklich, ich sag mal, an dem Zimt liegen, der mit da drin ist, der das Schlucken, Kauen einfach schwieriger macht als üblich, weil es einfach kaum runterkriege. Ne? Ich merke das so auch zwischen den Zwischenräumen und so. Da ist so viel trocken, was nicht normal ist. Also nicht bei, wenn ich sonst halt habe. Das ist einfach, ich sag mal jetzt, ja, einfach noch zu lang wäre, um das Ganze weiterzumachen. Aber ich glaube, wir haben richtig, richtig gut was runterbekommen. Bin klar, ne, immer so ein bisschen, weil ich einfach so ein Challenge-Typ bin und so ein ehrgeiziger Typ. Schade, wir haben es nicht alles aufbekommen, aber wir werden es jetzt schön einpacken. Da werde ich definitiv noch wen haben, spätestens heute Abend noch was, um das Ganze vielleicht noch zu verteilen, beziehungsweise selber vielleicht noch den einen oder anderen Bissen. Aber für jetzt reicht es erstmal. Ich würde sagen, wir räumen hier auf. Ich bedanke euch jetzt schon mal viel fürs Zuschauen. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr trotzdem natürlich ein Like da lasst und natürlich auch ein Abo, denn die nächste Challenge, die steht natürlich wieder bevor und dann das Ganze hoffentlich auch wieder mit einem positiveren Ausgang als heute. Nichtsdestotrotz war es eine tolle Erfahrung, weil, wie gesagt, habe das Ganze in dem Ausmaß, was jetzt so Reis angeht, noch nie gemacht. Werden wir uns definitiv nochmal der Challenge stellen, vielleicht mit einer anderen Vorbereitung. Aber wie gesagt, ich fand es ganz cool. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Gerne, wie gesagt, liken, abonnieren, Social Media abchecken. Den Ägypter natürlich auch in Dortmund, kann ich nur empfehlen. Ich habe Kuchari jetzt das erste Mal gegessen, es war definitiv lecker. Ich würde mich jederzeit wieder für die Rindersache entscheiden. Und in dem Sinne sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann. Liebe Grüße noch aus Dortmund vom Ägypter. Ciao, ciao.